Und was suchst du da unten? Ich guck mal, wie der Rockslider befestigt ist. Die Tiny Wash. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind Anna und Thierry. wir nehmen euch heute mit auf die Rheinwahl 4x4. Die ist in Kalkar, das sind ungefähr 2 Stunden Autofahrt von uns entfernt. Und das ist eine Messe für Outdoor-Begeisterte. Viel Spaß dabei! So, die Mäuse kriegen jetzt erstmal noch ein bisschen Wasser. So, auch die haben ihre Kopf raus. Alle kommen raus. So, dann kann es losgehen. Auf geht's! Wir haben es auf die Messe geschafft und wollen uns jetzt hier ein wenig umschauen. Uns fehlen noch so ein paar Sachen oder auch Ideen oder was wir nun genau haben wollen. Zum Beispiel eine Trockentrenntoilette oder eine andere und auch eine Waschmaschine. Und ja, seid mal ganz gespannt, wo wir denn die Waschmaschine unterbringen wollen. Ja, hier würde eine Waschmaschine schon mal hineingehen. Aber ich glaube, nein, das ist nicht so unser Style. Ich glaube, wir schauen noch ein bisschen weiter. Hier hat Thierry doch schon etwas wesentlich Interessanteres entdeckt. Naviton wirbt damit, individuelle, anspruchsvolle und anhängliche Beschichtungen zu machen. Das hört sich doch schon mal recht spannend an. Bei einem sehr netten Gespräch haben wir dann erfahren, dass Naviton mit verschiedenen Schichten arbeitet. Grundierung, Haftvermittler und dann noch individuell verschiedene Schichten an Farbe. Und dadurch erreichen sie eine hohe Schlagzähigkeit, habe ich mir sagen lassen, heißt das, also Kratzfestigkeit. Und die Reinigungsfähigkeit soll auch hervorragend sein, wie uns die Dame bestätigt hat. Hier kommen wir am Stand von Bend vorbei. Sie produzieren verbindbare Sonnensegel. Ich finde, die kommen bunt, fröhlich und praktisch daher und sie gibt es in wirklich ganz vielen verschiedenen Farben. Eine kurze Stippvisite bei Explorer. Und was suchst du da unten? Ich guck mal, wie der Rockslider befestigt ist. Ach, okay. Ja, stimmt. Und er ist am Chassis befestigt. Das ist gut. Also, das gibt es. Nee, der Rockslider ist definitiv für High Heels geeignet. Stellen wir sich jetzt gerade einen High Heels vor, wenn Sie auf meinem Trittpapier stehen. Hier haben wir einen von Hans-Jürgen Dienig, wunderschön umgebauten Toyota LC. Also mir gefällt der wirklich sehr gut. Besonders die Innenausstattung finde ich sehr gelungen. Und bei diesem Ausbau hat mich das Holz wie magisch angezogen und eine Nachfrage ergab, dass das Holz Queenply ist. Und zufällig ist Queenply auch auf der Messe und daher sind wir dann sofort auch zu Queenply gegangen. Faszinierend ist, dass das Holz wahnsinnig leicht ist. Es ist leichter als Pappel und soll sehr stabil sein durch den mehrschichtigen Aufbau. Und hier sehen wir die unterschiedlichen Dekore, die sie alle anbieten. Auch übrigens Echtholzdekore.
Hier sind wir auf dem Stand von Campo Factum und lassen uns die Airhead Komposttoilette erklären. Wie man hier sieht, wird sie mit 2 Gummidichtungen abgedichtet. Außerdem gibt es noch eine Absauganlage mit einem elektrischen Lüfter, der 24 Stunden läuft, sodass man keine Gerüche hat. Ich habe mir auch noch erklären lassen, dass das auch für uns Frauen kein Problem ist. Sozusagen draufsetzen und genießen. Und wenn man dann fertig ist mit seinem Geschäft, wird fleißig gerührt. Die Toilette gibt es inzwischen auch in verschiedenen Ausführungen. Nachdem wir nun so viel über die Entsorgung gelernt haben, wird es Zeit, wieder etwas oben nachzufüllen. Das Mittagessen naht. Yay. Amira, hast du auch Hunger? Nachdem wir nun alle gut gestärkt sind und uns ein wenig ausgeruht haben, kann es weitergehen. Laila wird die nächsten Tage 15 Jahre schon alt und aufgrund ihres Alters wollen wir ihr nicht mehr einen Messebesuch so zumuten und im Buggy funktioniert es aber wunderbar. Hier ein paar interessante Taschen von CSER Bags, die sind aus Ungarn. Und dann, ganz unerwartet und wirklich sehr gut versteckt, finden wir sie doch noch. Die Tiny Wash. Die sieht größer aus, als ich dachte. Überhaupt eine Waschmaschine, werdet ihr euch vielleicht fragen. Auf großer Reise ist das immer so ein Thema mit dem Wäschewaschen. Das heißt, man sucht sich immer öffentliche Waschmaschinen und wäscht dann dort seine Wäsche. Da ich aber schon seit Jahren mit Öko-Waschmittel wasche, wäre das dann nicht so gut in der öffentlichen Waschmaschine, weil das funktioniert nicht. Außerdem habe ich so gehört, was da alles so teilweise drin sein kann, Hundehaare und sowas. Ja, ich habe selber Hunde, trotzdem möchte ich jetzt in meiner Wäsche keine Hundehaare haben. Gib ein Erdbeben im Karltag. Da bleiben. Hier haben wir eine Schweißtoilette. Ja, genau. Wenn Sie das nochmal zeigen, genau. Da darf man dann reinmachen. Dann habe ich gerade gehört, der hat einen Akku. Und dann muss man unten aufmachen. Und dann fallen da die verschweißten Beutel rein mit allem Möglichen drin. Und da braucht man ja auch nichts weiter dann, außer die Beutel dann. Genau, und wenn ich jetzt nur Pipi mache, es gibt dann auch dazu so ein Granulat. Halt. Dann mache ich einmal so Granulat rein, dann nimmt das die Feuchtigkeit auf. Und dann habe ich halt keinen Wabbelbeutel, sage ich jetzt mal, sondern schon vernünftig, weil sonst ist es schwierig. Okay. Die Messe ist richtig gut besucht dieses Jahr und auch der Campground, den man gerade sieht, ist wesentlich voller als letztes Jahr. Sieht ja schon sehr beeindruckend aus. Also vielleicht sollten wir ja doch noch ein bisschen aufrüsten. Ja, das Waschmaschinenthema werden wir dann dieses Mal wohl doch noch nicht auflösen. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Denn für heute sind wir fertig mit dem Messebesuch.
So, wir sind jetzt wieder zurück von der Messe, sind noch im Auto und fahren jetzt gleich nach Hause. Und Thierry, wie fandest du denn die Messe? Ja, interessant. Sogar mehr als ich dachte. Wir hatten uns ein paar Sachen aufgeschrieben, was wir eigentlich gesucht haben. Die haben wir auch gefunden. Und darüber hinaus noch andere Sachen, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten. Toilettenthema war ein Thema. Wir sind fündig geworden, wir haben viel gelernt. Oder Ja, wissen mehr als vorher. Fündig, wollte ich gerade sagen. Also wir haben uns informiert, aber ich glaube, wir haben uns noch nicht so richtig entschieden. Ne? Nee, noch nicht Ja. ganz. Ich glaube, das muss noch ein bisschen reifen. Wir haben uns über die Komposttoilette Ja. informiert, da waren welche da. Ja. Auch Toiletten, die einen Beutel verschweißen. Also Sogar mit Akku, ne? Sogar mit Akku. Interessant, das wusste man gar nicht. Ja. Also die Entwicklung geht bei allen Herstellern weiter. Und so haben wir auch Sachen gefunden, wie zum Beispiel was Beschichtung, Fahrzeugbeschichtung angeht, als Alternativ zu dem besagten Platzhirsch, dessen Namen ich nicht sagen möchte. Wir haben auch Sachen gefunden für den Innenausbau aus Holz. Ja, dieses ganz leichte Holz, ne, was wasserverleimt sogar ist, was wir eventuell hinten vielleicht auch für die Heckklappe nehmen wollen, Ja, weil wir ja da dieses Plastikteil austauschen wollen, weil uns das ein bisschen nervt, also beim Hilux jetzt. ja, und anderen Sachen, sagen wir eher Technik oder Mechanik, Rockslider, die es tatsächlich inzwischen gibt für unser Fahrzeug, was bisher noch nicht der Fall war. Auch Ja. interessant gesehen. Ja, ich glaube, da hast du dich besonders gefreut. Ne? Das hieß ja bis jetzt, dass wir keine Rockslider haben können, weil wir den AdBlue-Tank geschützt haben und dann kann man die Rockslider nicht befestigen. Und jetzt hat Thierry jemanden gefunden, der das dann trotzdem in Einzelanfertigung macht und ich glaube, da ist er schon ganz happy. Und das hatte auch einen Vorteil, ich durfte mich auch einen Augenblick hinlegen, nämlich auf dem Hallenboden und das Ganze von unten Das betrachten. habt ihr ja auch gesehen, genau. Ja, das war's von meiner Seite. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss! Tschüss.